Ermittler haben nach Angaben der schwedischen Staatsanwaltschaft Reste von Sprengstoff an den Leitungen gefunden. Unklar bleibt, wer verantwortlich ist. Uns allen, glaube ich, war nie klar, wie schwierig diese Recherche werden würde. Einer hat mir gesagt, dass er mit mir nicht sprechen wolle, weil ich ein Staatsfeind sein könnte. Das Ziel ist ganz klar, mögliche Informanten zu identifizieren und hart zu bestrafen. Nichts bleibt für immer geheim. Ich dachte gleich, das ist etwas Großes. Das ist Erik Andersson. Der ehemalige Ingenieur ist eigentlich im Ruhestand. Aber dieses Rätsel will er einfach lösen. Im September 2022 sieht er die erste Berichterstattung über Nord Stream und wird hellhörig. Plötzlich hörte es einfach auf. Man hätte erwartet, dass man nach dem ersten oder zweiten Tag mehr Informationen bekommen würde. Wer hat es zuerst entdeckt? Wie lief es ab? Was waren die Gefahren? Es gab viele Dinge, über die sie hätten berichten können, aber sie haben nicht mal über die grundlegendsten Sachen gesprochen. Bei anderen Katastrophen wie einem Erdbeben oder dem 11. September gibt es all diese Leute, die über ihre Erfahrungen sprechen. Und hier hatten wir auch einen Augenzeugen, aber nichts. Den Augenzeugen hat er selbst ausfindig gemacht. Der deutsche Kapitän Helge Jürgensen war mit seinem Schiff in der Nähe von Nord Stream 1 und machte dieses Handyfoto. Nur wenige Minuten nach der Explosion. Gemessen an der Entfernung könnte die Fontäne 350 Meter breit und 56 Meter hoch gewesen sein. Ich finde das seltsam. Der Vorfall war viel spektakulärer als all die Bilder, die wir gesehen haben. Wie kann es sein, dass so ein Augenzeuge nicht überall in den Medien war? Erik Andersson bleibt skeptisch. Er sieht nur eine Lösung: Selbst nachschauen. Ich dachte mir, es gibt ein paar einfache Fragen, die man mit einer Low-Budget-Expedition beantworten könnte. Wie groß waren die Bomben? Wie viele waren es? Wie wurden sie platziert? Hätten auch Taucher das einfach tun können? Es ist die perfekte Sache für einen Nerd. Jemanden, der sich für Physik interessiert. Ich wollte es unbedingt tun. Was er dabei herausfindet, wird noch eine wichtige Rolle spielen. Hallo! Ein Montag im ARD-Morgenmagazin. Es wird sportlich heute Abend. Gegen England, das Loser-Duell. Schön, dass... Den 26. September 2022 fand ich erstmal einen ganz normalen Tag. Irgendwann kam diese erste Meldung, dass da irgendwas in der Ostsee passiert ist, dass da Gas ausgetreten ist. Das habe ich erstmal noch gar nicht als irgendwas Außergewöhnliches, irgendwas Besonderes wahrgenommen. Guten Abend. In der Gaspipeline Nord Stream 2 ist in der Nacht ein Druckabfall festgestellt worden. Vermutlich hat die Leitung ein Leck. Ich glaube, die gesamte Öffentlichkeit hat nicht verstanden, wie empfindlich solche kritische Infrastruktur sein kann und dass eine Gaspipeline wie Nord Stream 2 auch Teil einer kriegerischen Auseinandersetzung sein kann. Was im Nachhinein völlig offenkundig ist, ist damals von niemandem wirklich gesehen worden, auch von den Medien nicht. Das Meldeverhalten, beginnend bei den Militärs in Dänemark und in Schweden, dann aber auch den Behörden in Deutschland bis hin zu den Medien, war ausgesprochen träge. Im Nachhinein muss man sagen, fast beschämend leger und unaufgeregt. Als mitten in der Nacht um 2:03 Uhr die erste Pipeline südöstlich von Bornholm explodiert, passiert erstmal nichts. Am nächsten Morgen unterrichten die Nord Stream 2 AG und der deutsche Netzbetreiber Gascade die Behörden.
Gegen 13 Uhr gibt ein Nord Stream-Sprecher erste Infos an die Presse. Erst um 17 Uhr geht das Bundeswirtschaftsministerium an die Öffentlichkeit. Doch der Vorfall? Nur eine kurze Meldung. Am Abend um kurz nach 7 gibt es 3 weitere Explosionen. Mehr als 500.000 Tonnen Gas strömen aus den Pipelines. Wir sind, wie die meisten anderen auch, am Anfang davon ausgegangen, dass Russland es war. Wir erinnern uns an Sergei Skripal und den Novichok-Anschlag in London. Wir erinnern uns an den Mordanschlag im kleinen Tiergarten in Berlin. Also, dass Russland Operateure aus der Geheimdienstwelt oder des Militärs losschickt, um irgendwas zu sabotieren, das ist gelernt. Und deswegen habe ich jedenfalls am Anfang in Richtung Russland geguckt, was mögliche Täter anging. Und habe angefangen, in den Behörden entsprechend nachzufragen. Russland. Und der Verdacht einer Sabotage durch den russischen Staat? Russland war einer der ersten Verdächtigen in diesem Fall. Dafür gab es einen faktischen Grund. Nur 5 Tage vor der Sprengung der Nord Stream Pipelines wurden auffallend viele russische Schiffe im Gebiet der Sprengung gesehen. Jekaterina Badjagina ist in Russland aufgewachsen. Als freie Journalistin recherchiert sie vor allem Themen rund um den Krieg gegen die Ukraine. Für die Welt verfolgt sie die Hintermänner der Nord Stream-Sprengung. Welches Motiv hätte Russland? Russland setzt seine Energieexporte seit Jahren schon als Druckmittel ein. Und nur einen Monat vor der Sprengung hat Russland Nord Stream stillgelegt. Und dann fragt man sich natürlich, wow, was für ein Zufall. Dann kommt ständig diese Propaganda aus Russland, die sagt, ohne russisches Gas frieren die Europäer und die EU wird dadurch instabil. Inzwischen verfolgt sie Spuren in eine ganz andere Richtung. Wir haben natürlich versucht zu recherchieren, wo wir konnten. Wir haben uns mit Schiffsbewegungen auf der Ostsee beschäftigt, mit Schiffstrackern. Wir haben versucht, die öffentlich verfügbaren Quellen zu nutzen, die uns als Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung stellen. Wir haben dann eine Titelgeschichte gemacht und haben auch als erste damals enthüllt, dass es vorher Geheimdienstwarnungen gab vor einem Sabotageakt gegen die Nord Stream Pipeline. Geheimdienste, investigative Recherchen, das ist das Kerngeschäft von Jörg Diehl. Aber diesmal ist etwas anders. Wir haben viel Erfahrung in Recherchen im Staatsschutzbereich zu Terrorismus, zu auch anderen Fällen von Spionage. Aber dieses Nord Stream-Ereignis, dieser Fall ist schon sehr besonders. Und ich glaube, kaum einer von uns hätte sich vorstellen können, wie schwierig das ist, wie abgeschottet das gehalten wird, wie geheim dieser Fall ist. Ich kann mich an wenige bis gar keine anderen Vorgängerfälle erinnern, wo ein solcher Mantel des Schweigens über den Dingen liegt, wo alle hoffen, dass diese Geschichte nicht groß wird, wo es eine große Erleichterung gibt, wenn sie wieder verschwunden ist und wo man angeguckt wird mit leeren Augen in einer Art und Weise, die eigentlich nur sagen, hier gibt es nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Viele Medien bündeln ihre Kräfte. Der Spiegel recherchiert unter anderem mit dem ZDF. Die Zeit mit der ARD, der Süddeutschen Zeitung und internationalen Partnern. Alleine, so scheint es, kommen selbst die größten Medienhäuser an ihre Grenzen. Ich habe allerdings im Laufe des Oktobers ein erstes Gespräch geführt mit jemand, der ganz am Ende einer langen Unterhaltung über Nord Stream sagte, mehr so raunend. Und dann gibt es da noch einen Hinweis, der ist so ungeheuerlich, dass er sich kaum traut, ihn auszusprechen. Doch Holger Stark findet für diesen Hinweis keine zweite Quelle. Vorerst. Und plötzlich präsentiert ein einzelner Journalist, wie aus dem Nichts, völlig andere Täter. Die Story schlägt hohe Wellen und wird kontrovers diskutiert. We begin today's show with the legendary Pulitzer Prize-winning journalist Seymour Hersh. Journalist Seymour Hersh, whose first reporting on this last month, seemed to suggest that this
was done by America. And now we have the actual answer to what happened. Oh, the Biden administration did it. For real. The sabotage was carried out by the U.S. Navy, which planted remotely triggered explosives during NATO exercises last September. Joe Biden threatened to blow up the Nord Stream pipeline. I promise you we'll be able to do it. I want people to understand I've done this a long time. Wenn Seymour Hersh etwas veröffentlicht, hat er unsere Aufmerksamkeit. Er hatte über Jahrzehnte hinweg einige Scoops, die unser Verständnis von Konflikten verändert haben. Sei es die Folter im Irak oder das Massaker von My Lai in Vietnam. Aber das, was er hier gemacht hat, wirkte für uns sehr schwach belegt. Hersh veröffentlicht seine Artikel heute über den Online-Dienst Substack. Einige Redaktionen sind nach fehlerhaften Recherchen von ihm skeptisch geworden. Auch diese kann so nicht stimmen, meint Julian Barnes. Ich versuche unseren New York Times-Lesern klarzumachen, beim Thema Nord Stream verlassen wir uns nicht nur auf 2 oder 3 Quellen. Wir haben viele weitere Quellen, die unabhängig voneinander sind. Ich glaube nicht, dass Seymour Hershs Theorie, die Amerikaner hätten das getan, glaubwürdig ist. Ich sehe nicht genug Beweise, die das belegen. Evidence that emerged that buttresses his kind of single-sourced reporting. Wir wollten mit Seymour Hersh über seine Recherchen sprechen. Er hat es mehrfach abgelehnt. Doch einen hat er sogar zu sich eingeladen. Ich kenne Cy Hersh seit 15, 20 Jahren. Er wohnt im Nordwesten von Washington und habe ihn in seinem Haus besucht. Wir saßen auf seiner Veranda, er war ganz leger gekleidet und machte sich Notizen. Ich habe ihm erzählt von meinen Recherchen, von unseren Recherchen. Holger Stark hat Zweifel an Hershs Geschichte. Die Art der Boote, die er beschreibt, die eingesetzt worden sind. Das Flugzeug, was genutzt worden sein soll, um eine Boje abzuwerfen, mit der die Sprengsätze dann gezündet worden sein sollen, war zu dem damaligen Zeitpunkt da nicht im Einsatz. Das heißt, eine ganze Reihe von harten Fakten haben sich so als nicht zutreffend erwiesen. Und dann hat er erzählt, dass er eine alte Quelle habe, die er schon sehr lange kenne und der er sehr vertraue und dass es in dem Fall gerechtfertigt sei, deshalb nur auf eine Quelle zu setzen. Das widerspricht journalistischen Grundsätzen. Und dennoch, eine geheime CIA-Operation? Für manche passt das perfekt ins Bild. In den USA sprechen wir immer noch über das Kennedy-Attentat. Wir reden immer noch über UFOs. Wir lieben Verschwörungstheorien. Die Menschen in Europa lieben Verschwörungstheorien. Ja, die Vereinigten Staaten hassen Nord Stream. Die Republikaner hassen es. Die Demokraten hassen es. Aber hier geht es um ein Projekt eines Verbündeten, der eine Schlüsselposition in diesem wichtigen Krieg hat, der gerade mehr leistet, als die USA erwartet haben. Die USA wollen Deutschland nicht verärgern. Sie versuchen, Deutschland zu loben für das, was es tut. And they are trying to praise Germany for what it has done. Erik Andersson hält die Idee für plausibel, die USA könnten die Pipelines gesprengt haben. Doch Seymour Hershs Theorie ist ihm zu dünn. Also macht er sich daran, die fehlenden Beweise zu finden. Welcome. Ich denke, das Wichtigste, woran ich glaubte, war, dass es 8 Bomben waren. Und das wollte ich bestätigen. 2 an jeder Pipeline. Es hätte bedeutet, dass die Amerikaner zurückgekommen wären. Seymour Hersh schrieb, dass die Amerikaner zurückeilten und die nicht explodierten Bomben von der 4. Pipeline entfernten. Mich hat das fasziniert, weil in der Presse nicht darüber berichtet wurde.
Ich charterte ein Boot mit dem wohl besten Kapitän Schwedens für diese Expedition. Ich glaube nicht, dass jemand anderes die Fähigkeiten und den Mut gehabt hätte. Wir fuhren hier von Ystad aus los. Es war ziemlich windig. Gegen Mittag waren wir am Ort der ersten Explosion. Zuerst haben wir mit einem Sonarscan ein Tiefenprofil erstellt. Das hat den ganzen ersten Tag gedauert. Dann wurde es wieder ein bisschen windig, aber mitten in der Nacht konnten wir einen ähnlichen Scan am schwedischen Explosionsort machen. Für die Expedition hat sich Erik Andersson extra eine Unterwasserdrohne gekauft. Die ersten Versuche sind schwierig. Man kann kaum etwas sehen. Doch dann macht er eine interessante Entdeckung. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesanwaltschaft hat heute Recherchen der ARD zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in Teilen bestätigt. Dabei geht es um eine Yacht, auf der Sprengstoff für die Sabotageakte in der Ostsee transportiert worden sein könnte. Anfang März nimmt der Fall Nord Stream eine brisante Wendung. Es gab einige Wochen nach dem Anschlag einen Geheimdiensthinweis, der nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass die Urheber für diesen Anschlag in der Ukraine zu finden sind. Und der auch versehen war mit dem Hinweis, dass man sich eben bestimmte Bootsanmietungen ansehen sollte. Und das haben die Behörden getan. Und spätestens mit der Durchsuchung der Yacht im Januar 2023, als man dann Sprengstoffspuren gefunden hat, war klar, das ist tatsächlich das Schiff gewesen, mit dem die Saboteure unterwegs waren. Plötzlich gab es eine Vielzahl interessanter Informationen. Gefälschte bulgarische Pässe, die Route des gemieteten Schiffs über die Ostsee. Das kam zuerst von einigen deutschen und amerikanischen Medien. So begann sich das Bild zusammenzusetzen. Den Recherchen zufolge soll ein 6-köpfiges Kommando das Segelschiff Andromeda gechartert haben. 5 Männer und eine Frau, deren Spuren ausgerechnet in die Ukraine führen. Sie sollen zu den Pipelines gefahren sein und in mehreren Tauchgängen Sprengstoff platziert haben. Russland zu schwächen und dem Kreml ein wichtiges Druckmittel auf den Westen zu nehmen, könnte ihr Motiv gewesen sein. Diese Recherche und diese Spur, die in die Ukraine führt, möchte niemand. Die möchte zuvorderst nicht die ukrainische Regierung, die möchte nicht die amerikanische Regierung, die möchte nicht die EU, die möchte aber auch nicht die Bundesregierung, weil klar ist, in dem Moment, wo das Ergebnis lautet, die Ukraine hat Nord Stream gesprengt, muss es Konsequenzen geben. Das heißt nicht, dass die Waffenlieferungen beendet werden müssen, aber es heißt, dass man jedenfalls nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen kann. Wohl auch deshalb wird der Kreis der Mitwisser klein gehalten. Es hat jeder Ermittler, hat jede Bundesbehörde, die an der Aufklärung dieser Geschichte arbeitet, eine Art Schweigegelübde abgelegt. Das macht es so wahnsinnig schwer. Es gibt schlichtweg niemand, der ein Interesse daran hat, dass diese Geschichte möglichst breit öffentlich diskutiert wird. Ich habe viele Kontakte, Informanten, mit denen ich mich regelmäßig treffe, die mich auf dem Laufenden halten über Dinge, die sie beschäftigen. Und auch in diesem Fall gibt es durchaus Menschen, die ich gut kenne, lange kenne, die mit dem Verfahren betraut sind, die mit mir darüber nicht sprechen wollen und die das zum ersten Mal im Grunde genommen getan haben. Zum ersten Mal gesagt haben, hier ist die Grenze, darüber rede ich nicht, das ist mir zu heikel, das ist mir zu heiß. Wer hat die Taucher beauftragt, die Pipelines zu sprengen?
In der Ukraine hört man diese Frage gar nicht gerne. Ich habe so ein paar Leute, die mir oft bei meinen Recherchen in der Ukraine helfen. Zum Beispiel einen Polizist. Und er hat schon mir früher geholfen, die Leute zum Beispiel im System zu finden. Aber bei dieser Recherche wollte er mich nicht helfen. Und auch andere Leute, die mir normalerweise so mit Kontakten geholfen haben, wollten auch mich nicht wirklich da unterstützen. Die Leute haben ziemlich offen gesagt, dass sie befürchten den Folgen, falls es die Ukraine war. Sie machen sich Sorgen über die Waffenlieferungen, über die Beziehungen mit Deutschland und auch zukünftige Investitionen im Land. Für die Welt hat sie einen der vermeintlichen Täter verfolgt. Valeri K. Ich habe zu einer wichtigen Verdächtigen in diesem Fall recherchiert, den Ukrainer Valeri. Er wurde von deutschen Ermittlern an Bord der Segelyacht Andromeda vermutet. Und wir haben auch Kontakte zu Valeris Verwandten gefunden. Ich habe mit Valeris Tante, Oma und 2 weiteren Verwandten gesprochen. Und einer hat mir gesagt, dass er mit mir nicht sprechen wolle, weil ich ein Staatsfeind sein könnte. Auch die deutschen Ermittlungsbehörden stehen Journalistinnen und Journalisten abwehrend gegenüber. Die Anweisung dazu kommt offenbar von ganz oben. Nachdem wir die erste Geschichte veröffentlicht haben, dass die Spur in die Ukraine führt, hat innerhalb der Bundesregierung eine intensive Suche nach möglichen Lecks begonnen, die sich erstreckte auf Mitglieder der Bundesregierung, die aber bis hin zu allen involvierten Sicherheitsbehörden gingen, also der Bundesanwaltschaft, den einzelnen Ministerien, die damit zu tun haben, dem Bundeskriminalamt, der Bundespolizei, den Geheimdiensten, Verfassungsschutz und BND. Und es ist eine Taskforce gegründet worden, die daran gearbeitet hat, herauszufinden, wie die Informationen an die ARD und an die Zeit gelangt sein können. Diese Taskforce ist so kleinteilig vorgegangen, dass sie eine Synopse erstellt hat, Tabellen, wann, zu welchem Zeitpunkt, welche Behörden, welche Leute in Behörden mit wem von der Presse Kontakt gehabt haben, wann welche Informationen in welchen Behörden kursierten, welches Wording in dem Artikel in der Zeit und in dem Artikel von Kontraste und dem SWR verwendet worden sind, ob diese Formulierungen Rückschlüsse erlauben auf Papiere, die in einzelnen Bundesbehörden formuliert worden sind. Und das Ziel ist ganz klar, mögliche Informanten, die eventuell Informationen verbreitet haben könnten, zu identifizieren und hart zu bestrafen. Soweit wir wissen, wird dieser Druck eben ausgeübt vom Kanzleramt. Der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt hat sich den Fall zur Chefsache gemacht und ist sehr gut informiert über alle Details des Verfahrens. Ist im Grunde genommen derjenige, der wahrscheinlich in Deutschland das meiste Wissen hat über diesen Fall und der gleichzeitig aber auch Druck ausübt, dass tatsächlich niemand kommuniziert, dass die Schotten dicht bleiben, dass die Informationen kontrolliert werden. Die Ermittler müssen sogar protokollieren, mit welchen Kollegen sie wann über den Fall gesprochen haben, sagt Jörg Diehl. Es ist ein Klima der Angst entstanden, das tatsächlich dazu führt, dass dicht gehalten wird. Das Bundeskanzleramt äußert sich zu diesem Vorwurf nicht. Er erklärt nur: Die Geheimhaltung eingestufter Informationen ist ein hohes und schützenswertes Rechtsgut. Entsprechende Indiskretionen, die diese Geheimhaltung verletzen, sind unter Umständen disziplinar- oder gar strafrechtlich relevant. Alle Ressorts und Behörden sind gehalten, Maßnahmen zum Schutz eingestufter Informationen zu treffen und etwaigen Indiskretionen selbstverständlich nachzugehen. Trotz dieser Geheimhaltung können Journalistinnen und Journalisten nach und nach weitere Puzzleteile recherchieren. Einen Teil zur Aufklärung hat auch Erik Andersson beigetragen. Bei seiner Expedition im Mai findet er dieses Loch. An der Röhre, die rund 70 Kilometer weiter westlich als erste gesprengt wurde. Es ist der einzige Explosionsort, an dem die Pipeline nicht über große Strecken zerfetzt ist. Weil zum Zeitpunkt dieser Explosion bereits weniger Druck in der Leitung war. Das kleine Loch verrät, entgegen früheren Annahmen reichten wohl wenige Kilogramm Sprengstoff.
Erstmals konnten wir öffentlich machen, dass es sich um relativ kleine Bomben handelt. Und diese so platziert wurden, wie es auch ein Taucher tun würde. Ein Taucher würde ein wenig den Schlamm von der Pipeline wegbuddeln und die Bombe schräg unter oder an die Seite der Pipeline schieben. Das erklärt auch den großen Schaden an den Pipelines. Wenn man in die Unterseite ein Loch sprengt, verwandelt sich die Pipeline in eine Rakete. Das ausströmende Gas drückt die Röhre nach oben und reißt sie in Stücke. Viele dieser Informationen hat der Ingenieur Erik Andersson selbst zusammengetragen. Etwas, das er sich auch von Journalisten erhofft hätte. Ich habe die Journalisten eingeladen, mich auf meiner Expedition zu begleiten. Aber die großen Medien sagten, dass sie so etwas nicht tun würden und schon gar nicht dafür bezahlen. Sie sagten, das sei kein Journalismus und dass sie nicht mit der offiziellen Untersuchung konkurrieren wollten. So, als ob sie jemandem auf die Füße treten würden. Erst diesen Sommer tauchten deutsche Medien zum Ort der Explosion. Das Recherchebündnis rund um die ARD hat diese Bilder gemacht. Journalisten können manche Dinge gut. Dazu gehört hoffentlich das Finden von Quellen, von Informanten. Sie können manche Dinge sehr gut. Texte schreiben, Filme schneiden. Und sie können andere Dinge nicht so gut. Und dazu zählt auch, eine Expedition zu organisieren, Taucher aufzutreiben, mit Ingenieuren zu schauen, welche Parameter wie funktionieren. Das ist nicht so sehr die Stärke von Journalisten. Insofern trifft Erik Andersson, wenn er kritisiert, dass Journalisten da manchmal nicht die Extrameile gegangen sind, schon einen Punkt. Auch ein Jahr nach dem Anschlag hat die Politik noch immer keine offizielle Erklärung vorgelegt. Das meiste, was wir über den Hergang und die mutmaßlich Verantwortlichen wissen, haben Journalistinnen und Journalisten zusammengetragen. Die Bundesregierung hat lange Zeit sehr gut damit gelebt, dass der Verdacht, dass die Ukraine dahinter stehen könnte, nicht öffentlich geworden ist. Dann ist es öffentlich geworden und damit hat die Öffentlichkeit im Sinne von Kontrolle der Regierung, der Exekutive aus meiner Sicht einen wichtigen Beitrag geleistet, weil die Öffentlichkeit in der Diskussion um die Frage Ukraine unterstützen, welche Waffen sollen nach Kiew gehen und so, ein Anrecht hat darauf auch mitzubekommen, dass die Ukraine möglicherweise an einer anderen Stelle einen Akt des Terrorismus oder jedenfalls ein schweres Verbrechen begangen hat. Gegenüber seinen europäischen Partnern hat Präsident Zelensky diesen Verdacht stets scharf zurückgewiesen. Ukrainer haben das definitiv nicht getan. In wessen Auftrag war die Crew auf der Andromeda unterwegs? Das ist die wohl wichtigste noch ungeklärte Frage. Auch Erik Andersson lässt der Fall Nord Stream noch nicht los. Für mich hat es sich absolut gelohnt. Ich konnte neue Kontakte knüpfen und es ist schön, so etwas wie eine kleine Plattform zu haben. Es ist wirklich hart, wenn man in den Ruhestand geht und man sitzt da und ärgert sich auf Twitter und niemanden interessiert's. Keiner stellt dir irgendwelche Fragen. Unsere Ergebnisse sind wirklich gute Wissenschaft. Und es ist schön, bei etwas dabei zu sein, das sich lohnt.